Hallo meine Lieben, ich wollte euch kurz ein kleines Update geben, dass ich was für euch am Testen bin. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass Xtool einen neuen Laser hat, das ist der M1 Ultra. Den habe ich auch bekommen und es ist echt so ein riesen Multitalent, weil ihr könnt damit nicht nur lasern, ihr könnt damit auch schneiden. Ihr habt ganz viele verschiedene Tools, die zeige ich euch gleich noch. Ihr könnt damit sogar drucken. Na, also wirklich, ihr könnt in dem Gerät drucken. Also wir haben jetzt einen Laser, einen Plotter und einen Drucker in einem Gerät drin. Ich finde das absolut genial und es gibt echt super viel zu testen für mich, damit ich euch da wirklich eine schöne Übersicht auch geben kann. Und ja, deshalb bin ich da wirklich hart am Arbeiten, um euch das möglichst gut zu zeigen. Ich nehme euch kurz ein bisschen mit, was ich alles schon gemacht habe. Ihr seht, hier drüben habe ich schon ganz viel gelasert, weil wir haben jetzt ein 20 Watt Modul in dem Laser drin, immer noch ein Diode-Laser, aber 20 Watt. Und da habe ich das natürlich ausgetestet mit Leder, mit Filz, mit Holz, mit Acryl und dann habe ich auch das Rotary Tool, weil das geht dann eben auch, weil das, was ich euch gezeigt habe, ist mit der Erhöhung. Die ist jetzt auch super gelöst, aber das zeige ich euch dann im Video. Dann habe ich eine Flasche eben mit dem Rotary Tool gemacht. Hier kommt das habe ich noch nicht gemacht, das kommt alles noch, weil wir haben neu eben auch ein Ink-Modul, ein Druckermodul für in den Laser rein. Ich habe hier Stifte, ich habe Papier, ich habe Sachen zum Folieren. Das ist das Carriage-Modul, das dann auch in den Laser rein kann. Da habe ich noch ein bisschen was mit Notebooks. Und dann kommen wir noch auf die Seite vom Tisch. Da habe ich schon ganz viel geplottet. Das heißt mit der Feinschnittklinge hier Folie ausgeschnitten. Einerseits Hitzetransferfolie, dann aber auch hier die selbstklebende Folie. Das habe ich alles gemacht. Cosis eben, und was dann auch noch kommt, ist hier die ganze Ecke mit Sublimation, weil da habe ich auch Sublimationspapier drin, was ich dann schneiden kann mit eben der Feinschnittklinge. Wir haben eben für die Stifte einen Stiftehalter, wir haben eine Tiefenschnittklinge, wir haben ein Rollmesser für Stoffe und solche Sachen und wir haben ein Prägetool, deshalb habe ich eben die Foliersachen. Das kommt alles noch und damit ist es noch nicht fertig, sondern ich habe noch was mehr. Weil ich habe auch noch eine Hitzepresse bekommen und die ist echt auch super, weil sie einerseits als Freihandpresse verwendet werden kann. Deshalb heißt das Ding auch Smart Press und ich kann dieses Element dann eben auch in die Hebelpresse einspannen. Dann gibt es noch eine Mini-Press, aber ich will euch gar noch nicht so viel verraten, weil ihr seht das dann alles in den Videos, die dann nächste Woche kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf auf diese Videos, weil ich will euch da wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen zeigen. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. My heart is